Habt ihr noch so ein paar Beeren übrig? Dann zeige ich euch heute ein richtig tolles Erfrischungsgetränk. Ich habe dafür 2 Flaschen heiß ausgespült und nehme jetzt hier von meinem Restjoghurt, den ich kürzlich wieder hergestellt habe, ein bisschen Molke ab. Das ist einfach die Flüssigkeit, die sich oben bildet. Die gebe ich jetzt hier in jede Flasche rein, und zwar 1 Esslöffel. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung, kommt aber auch noch mal zum Schluss. Und dann habe ich hier meinen fermentierten Pflaumensirup. Den hatte ich ja mit Honig angesetzt. Der ist total flüssig, aber hat wahnsinnige Gärkraft, also wirklich richtig toll. Und eine richtig schöne Süße auch noch mal mit dem Geschmack von den Pflaumen. Besser geht's nicht. 1 bis 2 Esslöffel dazugeben. Wer den nicht hat, der kann dann einfach entweder herkömmlichen Zuckersirup oder zum Beispiel Honig verwenden. Und dann die Früchte deiner Wahl. 120 bis 150 Gramm kommen jetzt hier bei mir links rein. Ich habe mich da für Himbeeren, Brombeeren und Blaubeeren entschieden. Optional könnt ihr da auch noch mal Ingwer oder vielleicht noch mal ein bisschen frische Minze hinzugeben. Und bei der zweiten Flasche habe ich gedacht, ich mache es ein bisschen anders und hatte dann noch so kleine Zuckeraprikosen. Also, da habe ich die von dem Kern befreit und noch mal eben ein paar Brombeeren mit hinzugegeben. Ist ein ganz tolles Farbspiel. Und ich bin schon mal gespannt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, welche Kombination für euch einfach die beste ist. Danach kommt noch Wasser hinzu. Einfach so lange, bis das hier bis zum Hals aufgefüllt ist. Ich habe hier ganz normales Leitungswasser genommen. Die Trübung erfolgt durch die Molke, da nicht wundern. Wichtig, es funktioniert nicht mit einem künstlichen Zucker wie Erythrit oder Xylit, denn die gibt den Mikroorganismen kein Futter. Ähm, Das ist ja bei Fermenten so, das funktioniert mit solchen Sachen nicht. Da wirklich richtigen Zucker nehmen, der wird abgebaut und das Ganze wird dann abgedeckt, einmal stehen gelassen bei Zimmertemperatur. Und bei den heißen Wetter geht das wirklich unheimlich schnell und ist innerhalb von einem Tag fertig. Spätestens. So, ich habe jetzt hier diese Flaschen genommen. Ihr könnt auch Bügelflaschen nehmen. Da kann es aber passieren, wenn ihr die dann schüttelt, so wie ich das jetzt hier mache, dass die euch dann wirklich hochgehen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch keine Alternativen dazu gefunden. Wenn ihr es wirklich sicher haben wollt, dann nehmt hier diese Flaschen. Die habe ich jetzt bei diesem schwedischen Möbelhaus gekauft. Alternativ finde ich tatsächlich Bügelflaschen schöner, bin aber sehr vorsichtig bei den Fermenten geworden, denn guckt mal, das hat schon ganz schön viel Kraft. Das spritzt sogar da ein bisschen raus, obwohl das, den Druck loswerden kann durch diese Gummilasche. Guckt euch das an und das dann eiskalt genießen. Falls ihr es noch nachsüßen müsst, dann könnt ihr das natürlich tun, aber eigentlich ist das gar nicht notwendig. Eiskalt mit ein paar Eiswürfeln und macht das wirklich mit den Früchten eurer Wahl. Wer keine Molke hat, kann natürlich auch Hefewasser, Wasserkefir oder Kombucha verwenden. Guckt einfach, zwischen 8 und 24 Stunden Fermentation reicht aus. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich auf eure Rezeptideen in der Beschreibung, in den Kommentaren, welche Sorte ihr am liebsten mögt, und freue mich, wenn wir uns in diesen Videos wiedersehen. Liebe Grüße, eure Emma.